Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema: Kann Silber in 8 Monaten auf 58 $ steigen? Disclaimer: Kann Silber in 8 Monaten auf 58 $ steigen? Das ist eine gute Frage. Sie leitet sich logisch vom Anstieg 2010 bis 2011, der ebenfalls nur 8 Monate dauerte und Silber fast verdreifachte. Wir haben jetzt wieder eine V-Formation wie damals und erwarten einen starken 6 bis 8 monatigen Anstieg. Nach 3 bis 4 Monaten können wir schon 38 $ erreichen und nach einer kurzen Korrektur im November, Dezember können Silber dann in den nächsten 3 bis 4 Monaten über 50 $ steigen. Für Mineninvestoren ist zu beachten, dass sich diese im gesamten Zeitraum oberhalb der 38 $ ihrer jeweiligen Hochs erreichen und sukzessive verkauft werden müssen. Der Silberanstieg, da der Silberanstieg jederzeit beendet werden kann und die Korrektur die Minenaktien wieder extrem runterzieht. Da sind wir nicht. Sie müssen erstmal raufgezogen werden. Da wird es sicherlich mehr oder weniger einen magischen Punkt geben, wo Sie dann, sage ich mal, wie wir es ja auch schon mal erlebt haben, 2016 beinahe senkrecht dann hochgehen. Vermutlich ist das dann die Phase, wenn wir Richtung 32 $ bei Silber steigen und Gold irgendwie bei 2200, 2300 ist. Dann werden ganz andere Dimensionen für Gold- und Silberaktien teilgenommen. Da dürfte sicherlich die Rallye noch etwas dauern. Vielleicht eben werden wir ein neues Allzeithoch generieren bei 58 $. Aber das wird dann möglicherweise auch mit einer Korrektur beendet, die dann auch um 50% runtergehen kann. Das muss man sich bewusst machen. Nichtsdestoweniger, es sieht so aus, als ob der nächste große Silberspike jetzt bevorsteht. Und das wäre natürlich genau der Art Treibstoff, den die Junior Gold- und Silberaktien brauchen und dann viele von den Penny Stocks in den Dollarbereich oder mehr katapultieren. Das wäre der entscheidende Auslöser. Ja, hier nochmal ein angehender Goldproduzent aus dem Nordwestterritorium Kanadas. Das Unternehmen ist ein in Kanada ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das zu 100% Eigentümer von mehr als 930 Quadratkilometer Land im Indian Lake Greaves Goldbelt ist, der sich etwa 200 Kilometer nördlich von Yellowknife in den kanadischen Nordwestterritoriums befindet. Das Unternehmen treibt mehrere äußerst vielversprechende Goldexplorationsziele voran. Das Goldprojekt Kulamat, das die Lagerstätten Kulamak Zentrum und Satellit umfasst, weist derzeit eine Mineralressourcenschätzung von 70,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,5 Gramm pro Tonne Gold für 3,39 Millionen Unzen in der angezeigten Kategorie und 24 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,17 Gramm pro Tonne für 1,7 Millionen Unzen in der abgeleiteten KRG. Und es wächst weiter. Das sind die Aussagen des Unternehmens. Also jede Menge Explorationspotenzial ist das so. Also es ist eine Produktion Open Pit anvisiert mit sage und schreibe 290.000 Unzen Gold pro Jahr. Also insgesamt, wenn man den Potenzialfaktor sich anschaut, die haben 5,2 Millionen Unzen, möglicherweise noch mehr Explorationspotenzial. Hier das Country stimmt nicht, das ist falsch, das ist nicht Tansania, das ist natürlich Kanada. Grad des Goldes ist, sage ich mal, Mittel. Ähm, und sie haben ungefähr eine Marktkapitalisierung derzeit von 60 Millionen und das würde dann einen Potenzialfaktor von circa 65 bedeuten, wenn wir eine wirkliche Goldmania kommt. Das heißt Gold irgendwo 2,5 bis 2,9. Dann könnte das Unternehmen dementsprechend steigen. Und Sie sehen, es war auch schon mal relativ hoch hier 2019 bei 3,50 $. Das hat jetzt hoffentlich seinen Boden gefunden, wie man sieht. Wie gesagt, ist ein solider Prozessor, Produzent mit einer sehr guten Jurisdiction, mit jeder Menge Explorationspotenzial. Gut möglich, dass diese Aktie dann schnell auf 1 $ ist, dann vielleicht auf 3 $ oder mehr in einem richtigen Goldboom machen kann. Wie immer, natürlich ist keine Kaufempfehlung, aber meiner Meinung nach einfach
einfach zeigt es auf, dass wirklich große Werte hier noch zu finden sind im Gold- und Silberaktienbereich. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500. Wenn wir die Geschichte sehen, dann da ist genau das passiert. Hier, wo diese Korrektur nochmal war, wo viele sicherlich aus diesen Märkten vertrieben worden ist Gold dann urplötzlich innerhalb von einem guten Jahr von 200 $ auf 850 $ hochgestiegen. Und das hat dann zu dieser extremen Goldaktienmania geführt, hier von 5 Cent auf 19 Cent, 10 Cent, 36 Cent. 20 Cent, 40 Cent, also gigantische Ausmaße sozusagen angenommen. Ähm, und sowas in der Art könnte bevorstehen, wenn wir auch vielleicht realistischerweise jetzt nicht von einem Anstieg auf 8.500 $ aufgehen. Dazu haben wir viel zu viele Instrumente einzugreifen. Aber ich denke mal, etwas höher werden sie Gold schon lassen müssen und auch ein bisschen, und gerade eben auch Silber, um da ein bisschen Druck aus dem System rausnehmen, dass es nicht um die Ohren fliegt. Also ich denke mal, wir sehen irgendwo mindestens 2.500 Gold und Silber geht in die 40, 50, wie wir hier gesagt haben, vielleicht 58 $ Richtung. Und das würde auch einen ungeheuren Gold- und Silberaktienboom auslösen. Warum? Weil diese Gold- und Silberaktienminen, das zeige ich auf einer der nächsten Charts, seit 1996 im Bärenmarkt sind und eigentlich den Boden gefunden haben. Das ist keine Fallhöhe nach unten. Ja, also was liegt vor uns? Der moderate Anstieg auf Gold 2500, Silber Richtung 50. Wenn das passiert, das ist nicht so spektakulär, sage ich mal, für die meisten Anleger. Was allerdings spektakulär ist, diese extrem unterbewerteten Goldaktien können von wenigen Cent, wie dieses Beispiel hier von 2 Cent auf 36 in wenigen Monaten gehen. Und genau das erwarten wir eigentlich auch, wenn jetzt der Gold- und Silbermarkt richtig Feuer fängt. Ja, hier wie versprochen, die extreme Unterbewertung seit 1996. Das ist eben anders als in den 1970er Jahren. Kann man sich nicht richtig erklären, warum die Goldaktien so gefallen sind. Jedenfalls haben sie einen Boden gefunden und Chartisten meinen, dass es in einer schnellen Eruption sich sozusagen in den Medienbereich wieder zurückgeht. Genauso das Verhältnis Junior-Goldaktien, Senior-Aktien. Da gibt es eine große Lücke. Die kann allerdings, wie Sie 2002 sehen, auch schnell geschlossen werden. Auch das wäre enormer Treibstoff für Pennygold- und Silberaktien. Ja, wie hätte man 1970 optimal investiert? Man hätte eigentlich die ganze Zeit Goldaktien kaufen müssen, Pennygold-Aktien nachkaufen, gut verteilen, gut performende nachkaufen und so weiter und so weiter. Vielleicht verteilen $50 Investment oder $100. Das war damals ja noch eine ganz andere Stange Geld in den 70er Jahren. Und irgendwann wäre dann die primäre Eruption gekommen, wie ich ja gesagt habe, wo das sich vervierfacht hat in einem Jahr, 1979. Und da sind eben die Aktien sehr viele um das Hundertfache und mehr gestiegen. Wir nehmen hier einfach mal an, wir hätten hier eine getroffen, aber das hätte man eben mit vielen anderen Aktien auch noch machen können. Und man wäre in der Lage gewesen, beim so einem Höhepunkt vielleicht zu verkaufen. Und dann hätte man das im Grunde oder einer anderen Assetklasse wechseln müssen, zum Beispiel Top-Fonds wie Berkshire Hathaway oder Top-Aktien. Und die hat sich ja wiederum dann bis zum nächsten Aktienhoch 1999 den Faktor 228 gestiegen. Also im Grunde genommen multipliziert man einfach mal den Goldaktien-Exzess und, sage ich mal, eben die nachinflationäre Wachstumsphase, die in einer realen Wirtschaft ist. Wir hatten wirklich dann von 1980 bis 1999 inflationsfreies Wachstum. Und da haben eben gerade die Aktienunternehmen sehr, sehr profitiert. Und ähnlich kann es auch sein. Jetzt kommt möglicherweise ein Goldaktien-Exzess. Und wenn alle Leute um jeden Preis Gold und Silber haben können, legt das im Grunde genommen die Basis für eine normale Aktienrallye analog von 1980 bis im Jahr 2000. Ja, aber gut, das ist ein Blick in die Vergangenheit. Einfach vielleicht das ein oder andere ähm, für die Zukunft davon mitnehmen. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, also wenn die Goldaktien steigen, nimmt sicherlich auch das systemische Risiko zum einen zu. Das eigene Bankensystem hat zunehmend Probleme. Zum anderen dann auch die Minen, die produzierenden Länder
könnten Verstaatlichung ansetzen, Schwierigkeiten, Extrabesteuerung machen. Also man muss man muss natürlich vor diesen Ereignissen sozusagen, negativen Ereignissen rausgehen und zum Beispiel für seine Gewinne dann mehr Gold und Silber kaufen. Das könnte man machen. Alternativ oder interessanterweise, Mike Maloney sagt, 1980 war dann so ein Wendepunkt, der maximale Goldpunkt, Gold 850, Dow allerdings auch 50, 1:1, wie Sie an diesem Punkt sehen. Zu dem Zeitpunkt konnte man für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Das muss man sich mal vorstellen, das war Realität 1980. Und Sie sehen ja im Allgemeinen, sehen die Statisten, dass die Bewertung von Dow Jones etc. und Häusern noch niedriger geht. Das führt eigentlich nicht zum Einschluss, dass man vielleicht dieses Mal vielleicht irgendwo für 200, 300 Unzen Gold, Silber, ne, ein Standardhaus kriegen würde. Und eben auch mehr Dows. Damals konnte man für eine Unze Gold ein Dow kriegen, heute kriegt man vielleicht 2 oder 4 Dow. Ja, also Fazit, man muss eigentlich die Multiplikation der Gewinne aus den verschiedenen Ereignissen vornehmen. Das heißt, wir müssen jetzt erst noch versuchen, von der Inflationsdynamik zu profitieren. Und ein Punkt, wo sich, sage ich mal, wieder das normale Wirtschaftsgeschehen sammelt und inflationsweises freies Wachstum entsteht, dann wieder von der wirtschaftlichen Belebung profitieren. Das ist dann hier sozusagen zusammengefasst. Also wir nehmen, sag ich mal, einfach mal ein Gedankenexperiment, wir nehmen 200 $, investieren das zum Beispiel in Gold- und Silberaktien, die im Schnitt um das 25-fache steigen in den nächsten 6 bis 8 Monaten, kaufen zum Beispiel davon mehr Gold und Silber, wobei wir wissen, dass die Maximalwerte zum Beispiel für Gold 8.000 $ heutige Kaufkraft ist und Silber vielleicht 300, also deswegen diese 4. Und ab irgendeinem Punkt werden auch die Maximalpreise erreicht sein. Dann ist das Zeit, eben die gesamte Assetklasse Gold und Silber zu verlassen und sich dem klassischen Investment wieder zuzuwenden, wie zum Beispiel Top-Fonds, Top-Aktien oder auch einfach Unternehmen oder Einkommen produzierende Wohnungen etc. Wenn man das dann machen würde, das ist dann analog der Beobachtung der 1970er Jahre, könnte man aus jede 200 $ langfristig, und das heißt vielleicht 15 Jahre, 1 Million heutige Kaufkraft generieren. Gut, ist einfach ein Gedankenexperiment in Anlehnung aus den Beobachtungen aus den 1970er Jahren. Wenn Sie das anders sehen oder Anregungen da haben oder Gedanken zu, können Sie das gerne in den Kommentaren auch wiedergeben. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen solche Gold- und Silberaktien zu identifizieren, versuchen das Potenzial zu berechnen aus Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Anzahl der Unzen, Exit-Strategie ist auch dabei. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwert. Das Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung und es ist keine Mindestüberweisung notwendig. Schon ist das Geld sozusagen als Gold und Silber dann im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist auch der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, falls Ihnen das gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Nur vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.